Ein Mann verschwand spurlos. Niemand wusste, wo er war. Die Polizei wurde sofort eingeschaltet. Sie begannen, alle möglichen Spuren zu untersuchen. Doch es gab keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Es schien, als ob der Mann einfach in Luft aufgelöst wäre. Das ist wirklich seltsam, sagte der Kommissar. So etwas passiert nicht einfach. Der Mann hieß Markus Richter und war ein ganz gewöhnlicher Bürger. Es gab nichts Ungewöhnliches an ihm, das auf einen möglichen Grund für das Verschwinden hinweisen könnte. Der Kommissar und sein Team begannen, mit seinen Freunden und Verwandten zu sprechen. Sie wollten herausfinden, ob jemand etwas Verdächtiges bemerkt hatte. Haben Sie irgendwelche Hinweise auf einen Konflikt oder Probleme in seinem Leben? Fragte der Kommissar. Nein, er hatte keine Probleme, antwortete Markus' Bruder. Er war in letzter Zeit sehr ruhig, aber das war nichts Außergewöhnliches. Gab es in den letzten Tagen irgendwelche seltsamen Ereignisse? Fragte der Kommissar weiter. Nun, er hat kurz vor seinem Verschwinden von einer Reise gesprochen, sagte der Bruder nachdenklich. Aber er hat nie erzählt, wohin er wollte. Das war der erste Hinweis, der das Interesse des Kommissars weckte. Vielleicht ist er einfach geflüchtet, überlegte der Kommissar laut. Doch etwas stimmte nicht. Es war zu ruhig, zu wenig Informationen. Der Kommissar war sich sicher, dass mehr hinter diesem Fall steckte. Am nächsten Tag wurden alle Aufnahmen von Überwachungskameras in der Nähe seines Hauses überprüft. In einem der Videos war Markus kurz vor seinem Verschwinden zu sehen. Er ging in ein Café, aber niemand hatte ihn dort jemals wieder gesehen. Das ist alles sehr merkwürdig, sagte der Kommissar und kratzte sich nachdenklich am Kopf. Es gibt keine Spur, die uns weiterhilft. Aber der Kommissar wusste, dass er nicht aufgeben durfte. So oft er auch suchte, er konnte keine Antwort finden. Vielleicht hat er ein Geheimnis, das niemand kennt, dachte der Kommissar. Der Fall nahm eine neue Wendung, als sie herausfanden, dass Markus' Auto vor einem verlassenen Gebäude geparkt war. Der Kommissar beschloss, dieses Gebäude zu untersuchen. Es war eine verlassene Fabrik, die schon seit Jahren leer stand. Als der Kommissar das Gebäude betrat, bemerkte er sofort etwas Seltsames. Der Raum roch nach altem Holz und Staub, aber es war keine Spuren von Markus zu finden. Vielleicht ist er hier nie gewesen, sagte der Kommissar. Doch dann entdeckte er etwas, ein altes Tagebuch auf dem Boden. Das Tagebuch gehörte offensichtlich Markus. Der Kommissar öffnete es vorsichtig. Interessant, murmelte er, als er die ersten Seiten las.
Markus hatte über seine Reisen und seine geheimen Wünsche geschrieben. Es scheint, als ob er eine andere Identität hatte, sagte der Kommissar. Vielleicht wollte er ein neues Leben beginnen. Doch das war nicht genug, um den Fall zu lösen. Der Kommissar musste weiter nachdenken, bis er plötzlich eine Idee hatte. Was, wenn Markus selbst in das Verschwinden verwickelt war, fragte er sich. Diese Idee ließ den Kommissar nicht mehr los. Er überprüfte alle Verbindungen von Markus zu den Menschen, mit denen er in Kontakt stand. Es stellte sich heraus, dass Markus Schulden bei einer zwielichtigen Person hatte. Das erklärt vieles, dachte der Kommissar. Vielleicht wollte er sich vor den Gläubigern verstecken. Die Spur führte den Kommissar zu einem alten Freund von Markus. Haben Sie Markus gesehen? Fragte der Kommissar direkt. Der Freund zuckte mit den Schultern. Nein, aber er hat mir immer wieder erzählt, dass er die Stadt verlassen will. Warum? Fragte der Kommissar. Er wollte ein neues Leben anfangen, aber er hatte Angst, dass jemand ihn finden würde, antwortete der Freund. Diese Information war ein weiterer wichtiger Hinweis. Der Kommissar wusste, dass er nun den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Ich denke, Markus wollte sich einfach aus dem Leben zurückziehen, sagte er nachdenklich. Doch der Kommissar hatte noch nicht alle Antworten. Die Fragen blieben, und so ging seine Suche weiter. Schließlich stieß der Kommissar auf eine wichtige Information in den Tagebucheinträgen von Markus. Markus hatte einen geheimen Ort erwähnt, den nur er kannte. Der Kommissar beschloss, diesen Ort zu finden. Der Ort war ein kleines abgelegenes Haus am Rande der Stadt. Das muss der Ort sein, dachte der Kommissar. Als er dort ankam, fand er niemanden vor. Doch plötzlich hörte er ein Geräusch aus dem Hinterzimmer. Der Kommissar ging vorsichtig dorthin. Und dort, in einem versteckten Raum, fand er Markus. Was machst du hier? Fragte der Kommissar überrascht. Ich wollte nur weg, um mein Leben neu zu beginnen, antwortete Markus. Der Kommissar nickte nachdenklich. Du hast uns wirklich in die Irre geführt, sagte er. Aber warum hast du alles aufgeben wollen? Fragte der Kommissar. Es war einfach zu viel, ich konnte nicht mehr, antwortete Markus. Der Kommissar verstand. Manchmal ist das Leben schwerer, als man es sich vorstellen kann, sagte der Kommissar mitfühlend. Der Fall war also gelöst.